Van Gogh ist einer der bekanntesten Künstler überhaupt. Aber kennen wir ihn wirklich? Die heutige Vorstellung von Van Gogh ist von Legenden und Halbwahrheiten geprägt. Zu Lebzeiten soll er nur ein einziges Bild verkauft und sich aus Verzweiflung ein Ohr abgeschnitten haben. Ein von der Gesellschaft unverstandener und leidender Künstler. Ein manisch arbeitendes Genie. Wie entstand dieses verklärte Bild von Van Gogh? Und wie wurde er zum Megastar? Zehn Jahre nach seinem Tod war Van Gogh so gut wie unbekannt. Und nur wenige Jahre später wurde er plötzlich als Vater der Moderne gefeiert. Um die Jahrhundertwende entstand insbesondere in Deutschland ein regelrechter Van Gogh-Hype. Dass er so bekannt wurde, dafür sorgten in erster Linie Johanna van Gogh-Bonger, seine Schwägerin und Nachlassverwalterin, und der Kunsthändler Paul Cassirer. Sie organisierten deutschlandweit Ausstellungen und begeisterten mit seinen Werken einen einflussreichen Kreis an Privatsammlern, Museumsdirektoren, Kritikern und Künstlern. Die Museen in Deutschland zählten international zu den ersten, die Werke des Niederländers kauften. Das Städel-Museum spielte dabei eine wichtige Rolle. Nachdem das Haus bereits 1908 ein Gemälde und eine Zeichnung erworben hatte, kaufte es 1911 eines der letzten und bekanntesten Porträts, das Van Gogh malte. Das Bildnis des Dr. Gachet wurde zum Aushängeschild des Städel, bis die Nationalsozialisten es 1937 beschlagnahmten. Nur der Rahmen blieb dem Museum. Jahre nach seinem Tod wurde Van Gogh in der Kunstszene und in Sammlerkreisen zu dem Gesprächsthema. Seine Kunst und sein Leben interessierte die Öffentlichkeit. Dazu beigetragen hat der Kunstkritiker und Galerist Julius Meyer-Graefe. Seine Texte verhalfen Van Gogh zu Ruhm und machten ihn zum Mythos. Es war schauerlich zuzusehen, wie er malte. Es war ein Exzess ungeheuerlicher Art, bei dem die Farbe wie Blut herumspritzte. Er machte die Malerei nicht mit den Händen, sondern mit den nackten Sinnen. Meyer-Graefe festigte das Bild eines Künstlers, der an der Gesellschaft scheitert und sich für seine Kunst aufopfert. Seine Bücher wurden zu Bestsellern und Van Gogh zur Legende. Van Gogh beeindruckte viele junge Künstlerinnen und Künstler. Sie sahen in ihm ein Vorbild für befreites, unkonventionelles Leben und Malen. Er selbst fand seine Vorbilder bei den niederländischen und französischen Realisten. Ihre Motive des einfachen Lebens auf dem Land übertrug Van Gogh in seine Bildsprache mit ganz eigener Farbigkeit. Und Jahre später ließen sich Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter oder Heinrich Naun wiederum von Van Gogh inspirieren. Van Gogh war damals für viele Jungen ein Gott. Die unmittelbare, rasch zupackende, flammende Art seiner Handschrift war etwas Neues. Das Image des tragischen Helden und Van Goghs Selbstbildnisse übten auf junge Künstler eine starke Anziehungskraft aus. Max Beckmann, Ludwig Meidner und Peter August Böckstiegel präsentierten sich in ihren Bildern ähnlich wie Van Gogh. Van Gogh brachte sich das Malen mehr oder weniger selbst bei. Er malte nur ein Jahrzehnt und schuf in dieser kurzen Zeit mehr als 800 Gemälde und etwa 1100 Zeichnungen. Er experimentierte mit Stilen und zeitgenössischen Kunstströmungen. Pastose und glatte Oberflächen, gedämpfte Farbigkeit und starke Farbkontraste stehen sich in seinen Werken gegenüber und sind gleichberechtigte Mittel der Bildgestaltung. Diese Malweise war ein Befreiungsschlag für eine junge Künstlergeneration. Auch sie trugen die Farbe nun direkt aus der Tube auf die Leinwand auf. Van Goghs pastose Malweise und seine rhythmische Strukturierung faszinierte die Mitglieder der Brücke, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel oder Karl Schmidt-Rottluff. An seinen flächigen Kompositionen schulten sich Felix Nussbaum, Gabriele Münter oder die heute weitestgehend vergessene Malerin Elsa Tischner von Düren.
Ihnen allen ging es um einen unmittelbaren, unverfälschten Zugang zum Motiv. Für Van Gogh war die Kunst kein Selbstzweck. Sie war ein Mittel, mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen Hoffnung zu geben. Van Gogh schaffte es mit seinem Werk, Künstlerinnen und Künstlern Mut zu machen. Mut zum eigenen Ausdruck. Nicht ohne Grund gilt er heute als Wegbereiter der Moderne in Deutschland.